Das hier ist eine aktuelle Ausgabe der PC Games, Ausgabe 11 2023. Das hier ist meine zweite Ausgabe der PC Games, die ich je gekauft habe, die Ausgabe 11 1993. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Wenn man sich diese alte Ausgabe anschaut, dann fällt sofort auf, dieses Mal ist hier unten alles heil geblieben. Ich habe die Tüte nämlich draufgelassen, nachdem ich die Coverdiskette hier rausgeschnitten hatte. Coverdiskette, ihr wisst bestimmt noch, 3,5 Zoll, 1,44 Megabyte Speicherplatz und da war ein ganzes Spiel drauf, nämlich Energiemanager. Ein komplettes Spiel rund um den Umweltschutz. Umweltschutz, 30 Jahre dazwischen und immer noch das gleiche Thema. Wow, klasse. Die Systemanforderungen wieder sensationell genial. 286er braucht's. Ein 286er müsste irgendwas um die 18 MHz gehabt haben an Taktrate. Maus, VGA, Soundblaster. VGA, das merkt ihr euch mal, das brauchen wir später noch. Dann natürlich das Spiel des Monats, Wing Commander Privateer. Ein richtig klasse Science-Fiction-Spiel der damaligen Zeit. Vorschau auf Ultima 8, die Rückkehr des Avatar und ganz wichtig, hier, Mr. Origin über Ultima 9 und Ultima 10. Mr. Origin persönlich, Richard Garriott, Lord British, stellt seine Firma Origin Systems vor. Damals ein Schwergewicht der Spieleindustrie. Schauen wir innen rein, dann begrüßt uns dieses Mal nicht der Chefredakteur, sondern es wird das ganze Team der PC Games vorgestellt. Das war wohl ein Wunsch der Leserschaft, einfach mal die Leute zu sehen, die hinter diesem Heft stecken. Schaut sie euch an. Das waren die Leute, die damals für das Heft verantwortlich waren. Beim Durchblättern ist mir auf den ersten Seiten gleich aufgefallen, hier dieses Bild, guckt mal diesen Joystick an. Kennt ihr den noch? Also ich glaube, es gibt kaum jemand, der diesen Joystick, diese Joystick-Form nicht kennt. Und dann geht es los mit dem großen Interviewteil, dem Bericht über Origin Systems. Hier Richard Garriott, Lord British, mit seiner Firma Origin Systems. Das waren damals richtig große Schwergewichte. Die Ultima-Reihe, die Wing Commander-Reihe, Strike Commander und so weiter und so weiter. Das waren richtig gute Spiele und für damalige Verhältnisse waren die auch wahnsinnig erfolgreich und schon richtig groß. Wenn wir mal gucken, was hier steht. 1983 wurde die Firma gegründet. 1992 ein Umsatz von 20 Millionen Dollar. Und dann, ganz wichtig, im selben Jahr kaufte Electronic Arts den Aktienbestand von 1,3 Millionen Stück komplett auf. EA kam und hat Origin Systems geschluckt. 30 Jahre ist das hier. Und dann geht es auch in die Vollen, dann kommt das große Interview auch mit den Entwicklern von Ultima 8. Ultima 8, ein isometrisches Rollenspiel, Action-Rollenspiel. Die Hauptfigur war der Avatar und Ultima 8, ja, das war richtig klasse. Sehr hardwarehungrig, weiß ich noch damals. Mein PC, glaube ich, hat so gefühlte 30 Frames pro Minute produziert. Ja, und es gibt auch ein paar witzige Sachen hier, ne? Wir gucken mal. Ein 30-köpfiges Team arbeitet unter der Leitung von Mike Shaffery und Richard Garriott fieberhaft an diesem Spiel. Ein 30-köpfiges Team. Damals AAA-Titel, 30 Leute, das wäre heute absolut undenkbar. Und dann bleiben wir im Interviewteil von Ultima 8. Es geht darum, wie die Grafik sich für dieses Spiel entwickelt hat. Das 30-köpfige Team steckt sehr viel Liebe hinein und man sieht es auch hier. Für damalige Verhältnisse unvorstellbar. Allein die Hauptfigur, der Avatar, bestand aus ca. 1100 Animationsrahmen. Das heißt, das war keine 3D-Figur, die je nachdem bewegt wurde durch die Software. Das waren vorgefertigte Einzelbilder. Jede Bewegung bestand aus zig Einzelbildern, die vorgerendert oder vorgezeichnet waren und die dann abgespielt wurden. Und auch hier geht es um den Bereich Grafik. Und da kommen wir jetzt wieder zur VGA-Grafik. VGA, war wichtig, ne? Ob wir den Avatar auch in SVGA-Grafik zu sehen bekommen, ist hier die Frage. Nein, das Spiel wird noch in VGA-Grafik sein. Aber die Qualität der Bilder ist derart gut, dass man kaum einen Unterschied zu SVGA bemerken wird. VGA-Grafik, kommen wir später noch dazu. Was ich ja wirklich sensationell finde bei diesem ganzen Interviewgedöns, sind die Fotos der Leute. Schaut euch das mal an hier. Der
Ja, Michael Priest ist ein Mann mit Geschmack, steht hier. Schaut euch dieses Foto an. Ein CRT-Röhrenmonitor, eine Kartonabdeckung außenrum, damit es nicht reinspiegelt und dann dieser Tinnef obendrauf. Also das war schon einfach wild. Es war alles irgendwie neu, Spieleentwicklung. Das war noch nicht so durchgestylt. Das war einfach Abenteuer pur. Und wir als Jungs damals, wir haben geträumt. Jeder irgendwann mal Spieleentwickler werden und hier, wie die hier, Ultima 8 rausbringen. Das wäre es gewesen. Und dann natürlich das Interview mit Richard Garriott himself. Er erzählt davon, wie er angefangen hat mit dem Spiel Akalabeth, wie er dieses Spiel programmiert hat, und ein Besitzer eines Softwareladens hat ihn dazu ermutigt, dieses Spiel zu veröffentlichen. Er hat $200 in die Hand genommen, hat es ein paar Mal kopiert, ein Handbuch gedruckt und das verteilt. Und eine dieser Kopien hat irgendwie den Weg zu jemandem gefunden, der gesagt hat, das ist richtig klasse. Richard Garriott wurde eingeladen zu einem Softwarehersteller und ab da war eigentlich dann alles nur noch Geschichte. Origin Systems 10 Jahre später, eine Riesenfirma mit vielen Mitarbeitern und einem gigantischen Softwareumsatz. Und wenn man über Origin Systems redet, dann darf natürlich ein Mann nicht fehlen. Richard Garriott, weiß ich nicht, ob den von euch noch jemand kennt, aber den hier, den kennt wohl jeder auch heute noch, nämlich Chris Roberts, Mr. Star Citizen höchstpersönlich, hat bei Origin Systems gearbeitet und hat dort die ersten Spiele mitentwickelt. Und hier ist ein großes Interview mit ihm. Die große Überschrift: Am Ende zählt nur der Spielspaß. Am Ende zählt nur der Spielspaß. Naja, also ganz ehrlich, mit Star Citizen weiß man immer noch nicht, wird er fertig, wird er nicht fertig, wird es eine Simulation, wird es ein Spiel, macht's Spaß, macht's keinen Spaß. Egal, damals hat's begonnen, da ist er noch. Und ja, gucken wir einfach mal. Mit Wing Commander hat er wirklich ein paar gute Spiele in die Landschaft geschossen und vielleicht schafft er es ja mit Star Citizen auch noch irgendwann. Und dann haben wir in den großen Test von Wing Commander Privateer, Spiel des Monats, Wing Commander Privateer. Ein Science-Fiction-Spiel. Science-Fiction-Spiel ist ein verdammt schweres Wort. Ähnlich wie Star Citizen, nur ein bisschen kleiner. Man sieht auch hier, die Centurion als Schiff, das man auswählen konnte. Dann natürlich die Raumstationen, die Raffinerien, die Bergwerke. Man konnte Missionen erledigen, man konnte Handel treiben. All das, was man eben in einer Weltraum-Action-Simulation tut. Und jetzt kommen wir noch einmal zu dem Begriff VGA. Hier unten steht es nämlich. Man blieb bei Privateer noch beim Standard-VGA-Modus. Und jetzt kommt's. Standard-VGA-Modus mit 320 x 200 Bildpunkten bei 256 Farben. 320 x 200 Bildpunkte. Wow! Das muss man sich mal vorstellen. 320 x 200 Bildpunkte. Und vorher in dem Interview haben sie gesagt, man sieht den Unterschied zu SVGA nicht. SVGA begann dann ab 640 x 480 Bildpunkten, Pixeln. Überlegt mal, wo wir heute sind. Die meisten werden in, keine Ahnung, mindestens Full HD zocken oder halt deutlich drüber. Man sieht da schon einen Unterschied. Ich meine, VGA 320 x 200 ist nicht so wahnsinnig viel. Und dann eine weitere kuriose Sache dieser Zeit. Hier, es gibt ein Speech Pack für Wing Commander Privateer. Und zwar steht da, wie bei Origin inzwischen üblich, wird auch für Privateer ein Speech Pack dazu geboten. Für knapp 60 Mark kann man zusätzliche Sprachausgabe haben. 60 Mark für Sprachausgabe. Wow, das ist mal ein teurer DLC. Und abschließend kommen sie dann zu dem Ergebnis, dass Wing Commander Privateer einfach ein richtig gutes Spiel ist. Man sieht hier das Ende des Tests und es steht wörtlich: Das Einzige, was einen Spieler mit der entsprechenden Hardware an Privateer stören könnte, wäre der doch sehr hoch angesetzte Schwierigkeitsgrad. Ich habe mit Kollegen gesprochen, die das damals öfter gespielt haben als ich. Das war gar nicht so. Der eine hat gemeint, ach Quatsch, man musste nur richtig anfangen, das richtige Schiff nehmen und ein bisschen hochleveln, dann ging das alles unproblematisch. Also alles immer Ansichtssache, aber die hohen Hardwareanforderungen, das war so, ja. Ansonsten gibt diese Ausgabe spieletechnisch, finde ich, nicht so wahnsinnig viel her. Was mir noch aufgefallen ist, hier Lynx 386 Pro bekommt eine Erweiterungsdisk für ein weiteres Golfressort. Und wer sich erinnert, Lynx 386 Pro, das war damals die Golfsimulation schlechthin. Fast fotorealistische Grafik, ja, nach heutigen Maßstäben nicht mehr so sehr, aber damals dachten wir das. Und diese Szenarien, ich erinnere mich genau, wie sich die Grafik immer aufgebaut hat. So erst das Gras,
dann kam das Wasser, dann kamen die Bäume, das jetzt blub, 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 und dann stand es plötzlich da und dann konnte man spielen. Aber es war fotorealistisch. Dann haben wir in der Mitte die Spielecharts und gucken mal drauf. Auf Platz 1 immer noch Syndicate von Bullfrog, ein richtig, richtig klasse Isometrie-Action-Spiel. Auf Platz 2 X-Wing, und für X-Wing hat mir tatsächlich ein Kollege ein paar Fotos geschickt. Ein Packshot von X-Wing, dem Originalspiel. Man sieht die Disketten, man sieht die Packung und noch wichtiger, man sieht den Preis. Und wenn man das Ganze mal umrechnet, inflationsbereinigt, dann landet man etwa bei 102 €. Und jetzt gucken wir mal, was aktuell Spiele kosten. Tatsächlich sind Spiele gar nicht so teuer, wie viele immer schimpfen. Die sind tatsächlich sogar billiger geworden. Naja, gefühlt nicht, aber irgendwie schon, oder? Egal. Jedenfalls auf Platz 3 Pinball Dreams, Platz 4 Strike Commander, Maniac Mansion 2 auf Platz 5. Oh, Maniac Mansion habe ich geliebt. Das gibt es übrigens tatsächlich als Remake. Also, wenn ihr es noch nie gespielt habt, Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle, dann schaut euch das unbedingt mal an. Ein richtig, richtig klasse LucasArts Adventure. Prince of Persia 2 ist neu dabei. Der Eishockey Manager, Tornado, Lemmings 2, Comanche. Ja, und auf der CD-ROM The Seventh Guest. Oh, Seventh Guest hat, soviel ich weiß, mittlerweile ein Remake auf VR. Damals war The Seventh Guest auf CD-ROM ein interaktiver Spielfilm? Film? Man weiß es nicht. Aber es hat eine tolle Atmosphäre gehabt. Aber es war schon irgendwie witzig. Es war vor allem grafisch sehr, sehr witzig. Und man muss ja mal sagen, wir hatten ja damals nichts, ne? Und durch die CD-ROMs kam einfach viel, viel grafische Qualität dann auf den Markt. Und daran kam ich natürlich nicht vorbei. Die Werbung für den Intel 486 DX2. Was für eine Kiste. Und dann steht noch drunter die erschwingliche Leistungsquelle in ihrem PC. Die erschwingliche Leistungsquelle. Ach du Ja, erschwinglich ist immer relativ, ne? Aber man darf dann schon mal ehrlich sagen, der DX2 66, das war schon tatsächlich der Traum eines jeden Spielers. Die Dinger waren sauteuer. Ich war mit dem 486 DX33 schon richtig, richtig gut dabei. Da gab es Leute, die waren wesentlich schlechter gestellt. Die hatten noch ihre 386er SX. Ach du lieber Himmel. Und dann zum Abschluss noch die Coming-Up-Section. Was kommt im nächsten Monat? Tja, Tactical Fighter Experiment kommt. Ganz für mich wichtig, Simon the Sorcerer, auf das freue ich mich richtig. Simon the Sorcerer, ein richtig, richtig tolles Adventure, gefolgt dann später vom legendären zweiten Teil Simon the Sorcerer, The Lion, the Witch and the Wardrobe. War das, glaube ich, so? Ja, ich glaube. Da ist sie schon, die Ausgabe 1293. In die schauen wir beim nächsten Mal rein. Wenn ihr Bock habt, seid wieder dabei. Und wenn ihr es gut findet, erzählt es gerne weiter. Bis dann, zockt ein bisschen, habt Spaß, wir sehen uns wieder.